Ende 2021 ist die Steueroasenabwehrverordnung in Kraft getreten. Damit treffen Steuerpflichtige mit Geschäftsbeziehungen zu vermeintlichen Steueroasen im Sinne des Steueroasenabwehrgesetzes seit dem 01.01.2022 erhebliche Verschärfungen. Diese gelten unabhängig vom Motiv des Steuerpflichtigen. Dem Gesetz unterfallen Geschäftsvorgänge, das heißt Geschäftsbeziehungen oder Beteiligungen mit Bezug zu einer nicht kooperativen Steueroase, also Ländern auf der schwarzen Liste der EU. Standen diese Vorschriften bislang eher nicht im Fokus der Steuerpflichtigen, da die Liste zumeist nur Exotenländer enthielt, dürfte sie insbesondere durch die Aufnahme Russlands zur Relevanz kommen. Der Anwendungsbereich ist denkbar groß. So gilt das Steueroasenabwehrgesetz für schuldrechtliche Beziehungen und gesellschaftsrechtliche Vereinbarungen zwischen nahestehenden Personen, aber auch fremden Dritten. Welche Länder sind auf dieser schwarzen Liste der EU enthalten? Gemeinsam mit den 2023 neu hinzugekommenen Gebieten umfasst die Liste des Rats der Europäischen Union über nicht kooperative Länder und Gebiete, die sogenannte Blacklist, 16 Steuerhoheitsgebiete. Die schwarze Liste wird regelmäßig aktualisiert und umfasst solche Gebiete, die keinen hinreichenden Informationsaustausch in Steuersachen ermöglichen, unfairen Steuerwettbewerb betreiben oder nicht die Mindeststandards des BEPS-Projekts der OECD G20 erfüllen. Mit der Aufnahme in die Liste sind die EU-Staaten angehalten, steuerliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen und so den Einfluss auf die Steuerpolitik der Gebiete zu nehmen. Sehr interessant, die EU-Staaten sind angehalten, steuerliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen und Einfluss auf die Steuerpolitik der Gebiete zu nehmen. Ja, das heißt, es ist wirklich hier sich in andere Länder einmischen. Darum soll es hier wirklich gehen. Hier nun die Liste der 16 Staaten. Amerikanisch Samoa, Nummer 1. Nummer 2, Anguilla. Nummer 3, die Bahamas. Nummer 4, die britischen Jungferninseln, British Virgin Islands. Nummer 5, neu hinzugekommen, Costa Rica. Nun muss man allerdings sagen, da sage ich gleich zu Costa Rica, die haben jetzt ja ihr Steuersystem maßgeblich geändert. Das heißt, die werden jetzt relativ schnell von der Liste wieder verschwinden. Da hat der Druck der EU also funktioniert. Dann Fidschi, Guam, Marshallinseln, Palau, Panama, Russland, Samoa, Trinidad und Tobago, Turks and Caicos-Inseln, die amerikanischen Jungferninseln und Vanuatu. Was sind die Kernmaßnahmen des Steueroasenabwehrgesetzes? Mit der Aufnahme von Staaten auf die schwarze Liste ist das Steueroasenabwehrgesetz noch nicht automatisch auf diese anwendbar. Zunächst muss die Steueroasenabwehrverordnung geändert werden, auf welche sich das Steueroasenabwehrgesetz bezieht. Ja, die betroffenen Länder haben also Zeit, ihre Gesetze anzupassen. Also da sind mehrere Jahre oftmals Unterschied. Ja, das heißt also, die EU sagt, wir setzen dich auf diese Liste drauf. So, dann kannst du jetzt das Land überlegen, was mache ich jetzt hier, wie muss ich meine Gesetze ändern? Und erst wenn du nichts machst oder nicht genug machst, wirst du einige Zeit später auf diese Liste kommen. Im Einzelnen sieht das Steueroasenabwehrgesetz folgende Abwehrmaßnahmen vor. Abzugsverbot für Aufwendungen, die aus Geschäftsvorgängen zu den betroffenen Gebieten resultieren. Was heißt das also? Wenn du jetzt als Unternehmen in Deutschland eine Rechnung bekommst aus einer solchen Steueroase, sagen wir mal zum Beispiel aus Panama oder aus Costa Rica, dann darfst du als Unternehmen diese Rechnung nicht als Betriebsausgaben geltend machen. Das kann natürlich ein Problem sein, gerade für digitale Nomaden. Mal angenommen, der digitale Nomade hat jetzt keine Firma, keine Gesellschaft irgendwo in einem sicheren Land, sondern er stellt als natürliche Person, als Freiberufler, der, sagen wir mal, in Costa Rica lebt, eine Rechnung an seine Kunden in der EU, dann dürfen die EU-Kunden diese Rechnung nicht mehr als Betriebsausgaben akzeptieren. Das wird natürlich zu Problemen führen. Maßnahme Nummer 2, verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, unabhängig vom Vorliegen passiver Einkünfte, die von einer im betroffenen Gebiet ansässigen Gesellschaft erzielt werden und dort der niedrigen Besteuerung unterliegen. Also Hinzurechnungsbesteuerung heißt ja Folgendes: Wenn du als natürliche Person oder als juristische Person an einem solchen Unternehmen, in einem solchen Land beteiligt bist, dann zahlst du nicht die Steuern, die in diesem Land fällig werden, sondern die Steuern, die in Deutschland fällig werden. Ja?
zusätzlich, allerdings nur dann, wenn keine aktiven Einkünfte vorliegen. Also bisher war es so, mal angenommen, du bist jetzt in einem Hotel in den Bahamas beteiligt. Ein Hotelbetrieb ist natürlich eine aktive Tätigkeit. Das heißt, wenn dort keine Steuern fällig wurden, dann musst du auch keine Steuern letztlich zusätzlich in Deutschland zahlen. Nur wenn jetzt es hier um irgendwelche Zinserträge oder Mieteinnahmen oder irgendwas galt, was eben als nicht aktiv gegolten hat, zum Beispiel Vermögensverwaltung oder sowas. Jetzt ändert sich also die Regel. Das heißt, wer jetzt in Zukunft an einem Hotel zum Beispiel in den Bahamas beteiligt ist, der muss auf jeden Fall immer die deutsche Steuer bezahlen, die hier fällig wäre. Dritte Maßnahme, 15%ige Quellensteuer auch auf Einkünfte aus Dienstleistungen und Handel. Ja, das heißt also, für jede Rechnung, die gestellt wird an ein deutsches Unternehmen aus einem solchen Land, werden immer 15% Quellensteuer einbehalten in Deutschland, die ans Finanzamt abgeführt werden müssen, ganz egal, für was diese Rechnung ist. Wir kennen das ja so ein bisschen von Lizenzabgaben und sowas, vielleicht auch Dividenden. Ja, hier gilt es aber jetzt für alles, nämlich auch für Einkünfte aus Dienstleistungen und Handel. Und zu guter Letzt, Gewinnausschüttung und Anteilsveräußerung unterliegen nicht Paragraph 8b des Körperschaftsteuergesetzes und sind damit voll steuerpflichtig. Ja, du weißt ja, wenn eine Gesellschaft in Deutschland eine Beteiligung verkauft, dann werden da praktisch keine Steuern fällig oder nur Steuern im sehr geringen Aufwand, 1%. Dieses gilt hier nicht. Wenn du also als, sag ich mal, deutsche Gesellschaft eine Beteiligung verkaufst, in Costa Rica zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Immobiliengesellschaft, verkaufst die, dann wird dort nicht die 1% Steuer fällig, sondern eben die volle Körperschaftssteuer, möglicherweise noch Gewerbesteuer. Der Anwendungsbereich des Steueroasenabwehrgesetzes ist damit weit gefasst und betrifft sämtliche Geschäftsbeziehungen oder Beteiligungsverhältnisse mit Bezug zu einem Land, das auf dieser schwarzen Liste steht. Auch sogenannte Dealings zwischen einer Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft in einem solchen Land sind davon betroffen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ziel des Gesetzes ist nicht nur, sage ich mal, die Nachbesteuerung von Gewinnen auf ein deutsches Level, sondern es soll hier ganz klar bestraft werden. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu diesen Ländern sollen unattraktiv gemacht werden, wobei die Gefahr einer Doppelbesteuerung ganz bewusst vom Gesetzgeber in Kauf genommen wird. So, zu guter Letzt muss natürlich auch noch die DAC 6 Anzeigepflichten beachten. Wir haben das ja schon mehrfach hier erwähnt und haben dazu auch Videos gemacht. DAC 6 regelt im Grunde, dass bei grenzüberschreitenden Gestaltungen, die letztlich hier die aggressive Steuerplanung zum Ziel haben, eine Meldung gemacht werden muss ans Finanzamt oder an die Aufsichtsbehörde, die zuständig ist, durch Steuerberater, Rechtsanwälte oder möglicherweise durch den Steuerzahler auch selbst. Ja, so hier kommt es jetzt zu erweiterten Mitwirkungspflichten. Transaktionen, bei denen der Zahlungsempfänger in einem Gebiet der schwarzen Liste ansässig ist, fallen unter das Kennzeichen C2 der DAC 6 Meldepflichten. Unabhängig vom wirtschaftlichen Gehalt der Transaktion, also egal in welcher Höhe, ist diese künftig als grenzüberschreitende Steuergestaltung stets dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. Wir sehen also, die Arbeit mit Steueroasen, die Zusammenarbeit mit Firmen und natürlichen Personen in Steueroasen soll stark erschwert werden, soll unattraktiv gemacht werden. Wir sehen immer mehr, dass Gesellschaften in solchen Ländern im Grunde keinen Sinn machen. Man soll sich auf Länder und Gestaltungen konzentrieren, die hier nicht bestraft werden, die nicht sanktioniert werden. Davon gibt es ja viele. Da gibt es viele Schlupflöcher, die man trotzdem ganz legal nutzen kann, um hier tatsächlich Steuern zu sparen. Natürlich immer, und das sagen wir wie ein Mantra, in Kombination mit der Wohnsitzverlagerung ins Ausland. Wenn du dich auch mit dem Thema beschäftigst, wie du Steuern sparen kannst, wie du Gesellschaften gründen kannst, die steueroptimiert arbeiten, aber eben nicht von solchen Gesetzen wie dem Steueroasenabwehrgesetz betroffen sind, das heißt, die also kompatibel sind mit dem europäischen, dem deutschen, dem westlichen Rechtsraum, dann kontaktiere uns, buche ein Beratungsgespräch. Ich kopiere den Link hier in die YouTube-Beschreibung rein.
Wir reden jeden Tag mit Mandanten, die genau in dieser Situation sind. Wir haben Rechtsanwälte und Steuerberater in vielen Ländern, mit denen wir arbeiten, die dich dort genau beraten können zu den gesetzlichen Vorschriften und steuerlichen Vorschriften. Und wir sind diejenigen, die das Ganze hier für dich koordinieren und mit unserem weitreichenden Wissen hier als Your Single Point of Contact zur Verfügung stehen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.